Wer bin ich? Ich frage mich diese Frage wahrscheinlich schon mein ganzes Leben und ob ich eine Antwort finden werde, steht in den Sternen. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, dieses Video zu machen als Start dieser Vlog-Serie. Und ich dachte, es ist eine gute Idee, damit anzufangen, wer ich bin und wie ich so gestrickt bin, dass ihr euch vielleicht ein wenig besser vorstellen könnt, wie ich auf die Idee gekommen bin, mit dem Fahrrad durch Europa zu fahren, vielleicht auch Einblicke bekommt in andere Projekte von mir. Ich möchte nicht zu sehr in die Tiefe gehen bei einzelnen Sachen, aber das ist tatsächlich das erste Mal, dass ich jetzt längere Zeit allein in einem Raum bin und vor einer Kamera sitze, zu einer Kamera rede und mir niemand live zuhört. Ich denke, die meisten werden daran gewöhnt sein, in Zoom-Sitzungen zur Webcam zu sprechen. Aber dann sieht man wenigstens auf dem Bildschirm jemanden oder man kann sich vorstellen, jemand hört gerade zu. Aber es ist schon ein komisches Gefühl. Es sind auch gefühlt gerade 4 Lichter und das Fenster auf mich gerichtet. Also ich stehe ein bisschen im Rampenlicht. Ist jetzt auch kein komplett neues Gefühl für mich. Aber so viel zur Ausgangslage. Ich fühle mich gerade sehr unwohl, aber aus diesem Grund mache ich das auch. Ich möchte wieder aus meiner Comfortzone kommen. Lange Zeit habe ich es nicht getan. Es wird auch immer schwieriger, je mehr man macht, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Und das ist jetzt meine Herausforderung 2025, zu vloggen, zu einer Kamera zu sprechen. Wow, mega Herausforderung, ich weiß. Warum ich das Ganze nicht auf Englisch mache? Ich bin nicht gerade super in Englisch. Man versteht mich, ich kann mich verständigen. Ich denke, das ist auch das Wichtigste bei Fremdsprachen. Aber wenn ich jetzt schon so aus mir herauskomme und vor einer Kamera rede, ich glaube, würde ich das Ganze auf Englisch machen, würde noch weniger bei rumkommen. Und so mache ich das so erträglich wie möglich für uns alle und fange erstmal auf Deutsch an. Ich glaube, während der Tour, wenn ich vlogge, werde ich es auf Englisch tun, aber jetzt einfach um reinzukommen, das Ganze auf Deutsch. Ja, wer bin ich? Mit dieser Frage wollte ich anfangen. Das ist auch die einzige Vorbereitung, die ich hier für das ganze Video habe. Mit Absicht habe ich mir jetzt kein Skript angefertigt oder ich habe mir keine Notizen gemacht. Ich habe nicht darüber nachgedacht. Ähm, das, das Video heißt einfach, wer bin ich, who am I? Ja, und alles, was ich hier rede, ist 100% improvisiert. Ich könnte jetzt anfangen mit meiner Kindheit, mit meiner Jugend, mit der Schulzeit, Studium, Key Facts. Ich habe wirklich keine Ahnung, was ich reden soll. Aber ich glaube, darum geht es auch. Ich bin 25 Jahre alt, Jahrgang 99. Ich bin 2,5 Meter groß, wiege 85 Kilo, identifiziere mich als männlich, bin heterosexuell, Single und ja, ich glaube, diese Zahlen oder Namen, Beschreibungen, die passen sehr wenig auf mich, weil ich doch sehr viele unterschiedliche Gesichter auch habe. Je nachdem, wo ich bin, ob bei der Arbeit oder an der Uni, für mich, bei meiner Familie, bei bestimmten Freunden, politisch aktiv. Ich zeige immer ein anderes Gesicht und das mache ich nicht, um mich zu verstellen, sondern weil ich einfach sehr unterschiedliche Charakterzüge habe und sehr viele unterschiedliche Interessen und ähm, ich glaube, dass ich gar nicht komplett ich selbst sein kann,
alles auf einmal. Am meisten fühle ich mich selbst oder fühle ich mich wie ich selbst, wenn ich Musik höre, wenn ich tanze. Ich glaube, das sieht man auch ganz gut. Bin ich einigermaßen berühmt dort, wo ich bin. Nicht unbedingt, weil ich so gut tanze, sondern weil ich sehr ausdrucksstark tanze, sehr hemmungslos und man mir einfach ansieht, dass ich das sehr leidenschaftlich tue. Leidenschaft passt tatsächlich insgesamt sehr gut auf mein Leben. Ich würde sagen, wie viele Leidenschaften habe ich? Mindestens 3 würde ich sagen. Tanzen, Musik ist 1. Ich würde es einfach mal zusammenpacken, weil es für mich zusammengehört, weil ich nur Musik wirklich fühlen kann, wenn ich mich dazu bewege oder wenn ich in irgendeiner Weise produktiv dabei bin. Zweitens Schreiben. Ich habe sehr früh schon angefangen, eigentlich in der Grundschule schon, damals mit Sachtexten, die ich geschrieben habe über Tiere. Dann in der Schulzeit habe ich irgendwann angefangen mit Kurzgeschichten, Gedichten. Jetzt sind es Romane, Science-Fiction-Geschichten, die ich schreibe. Aber ich begrenze mich nicht durch Kategorien, sondern die Leidenschaft ist Schreiben. Tatsächlich auch mit der Hand schreiben, einen Stift in die Hand nehmen und auf Papier etwas niederschreiben. Das macht die Leidenschaft aus. Hat auch mit Musik zu tun, hat mit meiner Fantasie zu tun, die ich mal als nahezu grenzenlos beschreiben würde. Also es gibt nichts, was ich mir nicht vorstellen könnte. Die Welt in meinem Kopf, die ist einfach so viel größer als die Welt, die ich sehe, wenn ich die Augen aufmache. Und so Musik, Tanzen, Schreiben, jegliche Art der Bewegung, auch meine dritte Leidenschaft, Sport, Tauchen, Schwimmen, das alles gibt mir die Chance, den Blick nicht auf die Welt zu richten, sondern etwas, was außerhalb dessen liegt, was nur noch mit Fantasie, mit Leidenschaft überhaupt zu erfahren ist. Und ich glaube, das ist das, was mich am stärksten ausmacht, diese Verbundenheit zu einem Kern, zu einer Wahrheit, zu einem, wie soll man sagen, zu etwas, das nicht irdisch ist. Das hört sich jetzt komisch an. Ich würde mich nicht wirklich als spirituell bezeichnen, auch wenn das, was ich gerade gesagt habe, dem sehr nahe kommt. Aber ja, ich bin ein Mensch, der sich viele Gedanken macht, der an die Grenzen der eigenen Persönlichkeit geht. Ich würde mich nicht als angstfrei bezeichnen. Ich mag tatsächlich auch mit der Angst konfrontiert zu werden, aber noch mehr mag ich es, gegen diese Angst anzukämpfen, mich selbst dabei kennenzulernen und wirklich durch Erfahrungen zu lernen. Ich lerne nicht dadurch, dass ich etwas lese, dass mir jemand etwas beibringt, sondern ich glaube, die wesentlichen Dinge, die lerne ich über mich selbst, indem ich es erfahre. Ich bin kein Freund davon, zu sagen, man muss alles im Leben ausprobiert haben. Garantiert nicht. Ich habe noch nie Drogen genommen, ich habe noch nie Alkohol getrunken und werde es vermutlich auch niemals tun. Ich habe noch nie ein Verbrechen begangen, könnte man so ausdrücken.
Auf jeden Fall stand ich noch nie vor Gericht. Ich bin polizeilich vermutlich nicht aktenkundig. Ich hab ein sauberes Führungszeugnis, könnte man noch sagen. Ja, gewisse kriminelle Energie bringt, glaube ich, jeder mit. Ähm, aber ich bin jetzt kein Freund, wie gesagt, davon, man muss irgendwie mal im Knast gewesen sein, man muss mal LSD genommen haben oder von Vollrausch erlebt haben. Ich denke, da wo ich jedenfalls das meiste über mich selbst lerne, das ist, wenn ich in mich selbst gehe, ohne irgendwelche bewusstseinserweiternden Substanzen. Mein Bewusstsein, das ist schon da, ich muss es nicht erweitern. Wie gesagt, ich fühle mich grenzenlos, wenn ich Musik, wenn ich meine Leidenschaft erlebe. Da gibt es nichts zu erweitern. Ich habe eher das Gefühl, dass alles, was ich zusätzlich konsumiere, mich eher einschränkt. Ja, und mehr in dem Zusammenhang denke ich, dass ich alles über mich lernen will, dass ich alles erfahren will, dass ich an die Grenzen gehen will. Meine Projekte sind dementsprechend verrückt. Zum Beispiel nach der Pandemie, als es wieder möglich war, nach draußen zu gehen, als es wieder möglich war, Leute zu treffen, da habe ich ja gar nicht so richtig als Vorsatz angefangen, jeden Tag, war es wirklich jeden Tag? Ja, es war im Schnitt, es war nicht jeden Tag, aber im Schnitt habe ich einmal pro Tag etwas Neues gemacht, etwas, was ich noch nie vorher getan habe. Und das für ein ganzes Jahr lang, sogar für 1,5 Jahre, habe ich jeden Tag etwas getan, was ich mir vorher schon lange vorgenommen hatte, was ich irgendwie im Hinterkopf mal hatte, die Idee, und es dann einfach in die Tat umgesetzt. Sei es irgendwie bestimmte Menschen ansprechen, sei es zu bestimmten Plätzen, zu bestimmten Veranstaltungen gehen, verrückte Dinge im Bus machen, ja, oder so die Bucketlist abarbeiten, die man sich für sein Leben erstellt hat. Und ich glaube, in diesen 1,5 Jahren, da habe ich das meiste über mich gelernt. Das war jetzt erst vor kurzem. Ich meine, da war ich schon längst volljährig, Schule längst abgeschlossen, mitten im Studium. Und doch hat in dieser Phase eigentlich erst mein Leben richtig begonnen, weil ich erst an diesem Punkt bestimmte Sachen über mich erst hinterfragt habe, mir über bestimmte Sachen erst da angefangen habe, Gedanken zu machen. Und so ist tatsächlich auch die Idee entstanden, Europe by Bike zu starten dieses Jahr. Es ist so krass, dass ich dieses Jahr sage. Es ist gerade Silvester, also der 31. Dezember. Das neue Jahr hat also noch nicht angefangen, aber das Video wird erst am Sonntag online kommen. Das heißt, wir befinden uns jetzt quasi schon im neuen Jahr. Es sind nicht mal mehr 2 Monate, oder es sind ja gut 2 Monate, bis ich losfahre. Und es fühlt sich sehr surreal an. Jetzt habe ich gefühlt eine Ewigkeit geredet und doch nichts über mich wirklich gesagt. Ich glaube, mittlerweile hat man erkennen können, dass ich Student bin. Das heißt, ich bin aufgewachsen in Rheinland-Pfalz. Ich wohne immer noch in Rheinland-Pfalz, studiere hier, habe hier mein Abi gemacht. Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen mit Fachrichtung Informatik an der RPTU Kaiserslautern, früher nur TU. Jetzt sind wir die Rheinland-Pfälzische Technische Universität. Ja, ich habe mich für dieses Studienfach entschieden wegen der Interdisziplinarität. Es kam irgendwie nie für mich in Frage,
nur einfach zu studieren, das ist mir zu langweilig, das ist mir zu stumpf. Natürlich ist auch die Informatik an sich sehr vielfältig, auch Wirtschaft ist sehr vielfältig, auch Physik, Biologie, Psychologie, Sport, das sind alle sehr vielfältige Fächer, aber doch sehr, wenn man sich stärker damit beschäftigt, dann kommen immer wieder die gleichen Methoden, dann kommen immer wieder ähnliche Ansätze. Es ist so ein bisschen wie ein Gebäude, das man aufbaut, aber ich in meinem Leben, ich baue nicht an einem Gebäude, ich baue an einer ganzen Stadt, wenn nicht an einer ganzen Welt. Und deshalb selbst so Wirtschaft und Informatik zu studieren, das reicht mir nicht. Ich habe aus Spaß 2022 angefangen, Biophysik zu studieren. Ich bin nicht sehr lange dabei geblieben, habe nur ein paar Physikvorlesungen im ersten Semester gehört. Aber so vom Prinzip her, ich bin immer auf der Suche nach Neuem. Es gibt eigentlich kein Feld oder überhaupt nichts auf der Welt, das mich nicht interessiert. Es ist nun eine Zeitfrage, eine Energiefrage, wie viel ich tatsächlich umsetzen kann. Aber am liebsten würde ich mich an in sämtliche Studiengänge auf der ganzen Welt einschreiben, weil mich einfach alles interessiert. Ich kann sehr gut Prioritäten setzen. Das muss man auch, wenn man mehr Hobbys hat, als man im Gedächtnis behalten kann. Also ich habe tatsächlich eine Liste mit meinen Hobbys und wenn ich überlege oder wenn ich gefragt werde, ja, was mache ich überhaupt, wenn ich Zeit habe, dann muss ich wirklich auf diese Liste schauen und dann sehe ich, okay, meine Hobbys sind das. Und dann fällt es mir auch wieder ein, dass es mich interessiert. Aber ja, es ist einfach zu viel. Ich habe mal gezählt, wenn man nur die Überkategorie nimmt, dann sind es um die 30 Hobbys oder 30 Tätigkeiten, die ich ausgeübt habe in den letzten Jahren. Aber interessieren tut mich natürlich viel, viel mehr noch. Da lohnt es sich schon gar keine Listen mehr anzufertigen, weil diese Liste, ich müsste die täglich aktualisieren und die würde einfach nur unendlich lang werden. Nee, da schreibe ich nur Sachen auf, die ich tatsächlich mal ernsthaft angefangen habe oder mal dort gearbeitet habe. Stichwort Arbeit. Wenn ich von Arbeit rede, dann meine ich Arbeit im Sinne von, dass ich Energie reinstecke. Das kann das Studium sein, das können persönliche Projekte sein, aber ich glaube zu 70%, also so um Pi mal Daumen, 2/3 meiner Zeit beschäftige ich mich im weiteren Sinne mit Ehrenämtern, mit unbezahlter Arbeit. Und das ist tatsächlich mir auch die liebste Form der Arbeit, da man mit super vielen coolen Leuten in Kontakt kommt. Man hat sehr viele Freiheiten, da man nicht gebunden ist an jetzt ein bestimmtes Regelwerk, man ist nicht an ein Aufgabenfeld gebunden, sondern man steigt ein in eine Organisation. Das kann alles Mögliche sein. Das kann ein Sportverein sein, das kann ein politischer Verein sein, das kann eine Studentenorganisation sein, irgendwas. Und dort werden Vorstandsämter immer neu vergeben, dort werden Mitarbeiter in PR, in HR gesucht und einfach für die verschiedenen Projekte oder Helfer für Veranstaltungen, Stände aufbauen, kochen, abbauen, sauber machen, sich um Leute kümmern, Fragen beantworten, Stände betreuen, Flyer verteilen, Flyer erstellen, einfach Ideen brainstormen, das persönliche Know-how einfließen lassen,
es gibt super viel zu tun und man hat sehr viele Möglichkeiten, die eigenen Fähigkeiten einzusetzen. Man schafft damit etwas Sinnvolles. Man sieht am Ende des Tages, was man geleistet hat, dass es gut ist, was man getan hat. Man bekommt häufig, nicht immer, aber in den meisten Arbeiten oder in den meisten Ehrenämtern, die ich gemacht habe, bekomme ich auch sehr gutes Feedback. Leute sind dankbar, bedanken sich bei mir, sind glücklich. Ich mache Menschen einen schönen Tag. Und gleichzeitig bin ich aufgehoben in einem super Team. Ich habe Ansprechpartner, falls ich Probleme habe. Ich finde dort Freunde. Ich fühle mich dort aufgehoben wie in einer Familie. Es gibt zu essen, es gibt Veranstaltungen, wo man zusammen übernachtet. Man gehört sich einfach zugehörig, man gehört, alle gehören zusammen, man ist eine inklusive Gruppe, niemand wird ausgeschlossen. Leute, die keinen Bock haben, die kommen einfach gar nicht, sondern alle, die da sind, haben Bock. Und ja, wie viele dieser Eigenschaften sind bei bezahlter Arbeit erfüllt? Und wenn sie erfüllt sind, dann hat man unglaublich viel Glück gehabt. Ja, deshalb, ich mache auch bezahlte Arbeit ab und an, aber tatsächlich gibt es keine Arbeit oder ich habe noch nie eine Arbeit verrichtet, die ich nicht auch unbezahlt getan hätte. Ist ein kleiner Luxus, den ich habe, dass ich von meinen Eltern noch finanziert werde für die Dauer meines Studiums. Und auf diese Weise kann ich halt mir sehr frei überlegen, was ich tun kann, was ich tun möchte, mit welchen Leuten ich zusammenarbeiten will. Das kann ich auch jederzeit wechseln. Ich kann jederzeit einfach sagen, ich trete dort aus, ich trete woanders ein, ich stoppe dieses Projekt, ich fange ein neues Projekt an. Natürlich muss ich mir auch meiner Verantwortung bewusst sein, wenn andere Menschen mit drin hängen, wenn ich Verantwortung für andere Menschen trage, wenn ich bestimmte Aufgaben erfüllen muss oder erfüllen sollte in meiner Position. Aber im Prinzip bin ich so gut wie kaum vertraglich gebunden. Wie ich jetzt auf die Idee gekommen bin, Europe by Bike 25 zu starten, zu gründen, überhaupt diese Radtour zu machen, das wird nochmal ein eigenes Video. Hier ging es mir einfach nur darum, anzufangen mit mir. Ist ein bisschen egozentrisch, aber ich habe, wie gesagt, noch nie vor einer Kamera geredet. Es war jetzt gar nicht so schwer, aber ich weiß auch nicht, wie interessant das Video geworden ist, wie viele Leute es sich überhaupt anschauen. Aber selbst wenn ich nach einem Monat noch 3 Klicks habe, dieses Video ist zu 90% für mich selbst. Einfach, dass ich mal die Erfahrung gemacht habe. Ich lade es uncut hoch. Auch eine Form, seine Comfortzone zu verlassen. Einfach mal zu sagen, ich filme mich selbst für über 10 Minuten, wo ich mir alles Mögliche von der Seele rede, wo ich mich selbst vorstelle, wo ich einfach ungeplant improvisiere, total komisches Zeug laber und das lade ich ungeschnitten hoch. Und das auch noch auf einem Kanal, den ich zukünftig stark bewerben möchte, wo ich hoffentlich auch den einen oder anderen Abonnenten, Follower kriege. Ich hoffe, wenn jemand dieses Video gefunden hat und bis jetzt auch dran geblieben ist, ich hoffe, du hast ein bisschen einen Eindruck gewonnen, wer ich bin, wie ich so ticke. Und ich bedanke mich bei allen, die sich meine Videos anschauen. Vielleicht erzähle ich es mal an einer anderen Stelle, aber ich war mal für ein paar Tage, war ich schon mal berühmt auf Social Media. Ich muss diese Erfahrung nicht nochmal machen. Ich bin tatsächlich jetzt dankbar einfach für jeden,
der das hier ernst nimmt, der mir zuhört, der interessiert ist, was ich mache. Ich brauche keine vielen Klicks, ich brauche keine vielen Likes, keine vielen Abonnenten. Ähm, ja, und wenn sich nur einer das anschaut, der jetzt nicht meine Mutter ist, dann, dann ist es schon für mich alles, was ich wollte. In dem Sinne, wir sehen uns dann in Vlog 2.